Meine Güte, hat mich das genervt. Bis zu einem Tag, an dem ich Reststückchen Holz in der Werkstatt aussortiert habe. Das sollte der Schicksalstag werden. Der Tag für eine epische Lösung, die die Welt verändern sollte. Die Foliendämmerung. Okay, ich höre schon auf. Schwerkraft. Willkommen bei Toolsinnig. In dem Video geht es natürlich um die Modifikation an unserem Folienspender in der Küche selbst, aber auch darum, Probleme nicht komplizierter zu machen, als sie sind. Da wir den Mobil in der Küche zur Verfügung haben wollten, hat sich sehr schnell ein Problem gezeigt, das mir genauso schnell richtig auf den Keks ging. Vor allem, wenn die Folienrollen dünner werden, hat sich der letzte Abschnitt praktisch bei jeder Bewegung des Kästchens sofort nach innen verzogen. Also aufklappen, Folie durchfummeln und aufpassen, dass das nicht sofort wieder passiert. Als leidenschaftlicher Tüftler habe ich dann immer mal wiederum überlegt, wie ein Federmechanismus aussehen könnte, der mit halbwegs gleichbleibendem Druck frische und beinahe leere Folienrollen gegen die Vorderseite drücken kann. Was soll ich sagen? Keine Ahnung, wie sowas aussehen könnte und ob ich das zuverlässig und funktionell umsetzen könnte. Irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr, da weiter drüber zu grübeln. Phase 2 kam da schon mit einem deutlich einfacheren Lösungsansatz daher und ich habe Spülschwämme hinter die Folienrollen ins Gehäuse geklemmt. Das hat zwar schon viel besser, aber noch lange nicht ausreichend zuverlässig funktioniert. Und dann dämmerte es mir. Also ein Stückchen Holz nochmal aus dem Müll geholt, 4 kleine rechtwinklige Dreiecke zurechtgeschnitten und mal testweise mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Auch wenn man sich erstmal ziemlich doof vorkommt, wenn man sich 2 Jahre von sowas nerven lässt und daran scheitert, völlig overengineerte Lösungen für das Problem zu entwickeln, umso cleverer fühlt man sich, wenn man mit null Einsatz in 10 Minuten eine eigentlich banale Lösung gefunden hat. Und jetzt darf ich sagen, das ist genial. Auch wenn es Spaß machen kann, für ein einfaches Problem, das man sich ja nicht selten auch noch selber gemacht hat, überbordende Tüftellösungen zu kreieren. Ich glaube, dass man in vielen Bereichen und Schwierigkeiten des Lebens eine gute Chance darauf hat, dass die Lösung einem so nah vor der Nase ist, dass man sie einfach nicht sieht. So ist dieses Video auch einfach ein Plädoyer an einen Perspektivenwechsel. Hier sind weitere Beispiele und ähnlich einfache Lösungen mit großem Effekt. Oder sieh dich ein bisschen auf meinem Kanal um und entscheide, ob du künftig per Abo und Glocke über weitere Videos informiert werden möchtest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.